zum Kollegen Dr. von Notz. Sie haben hier in Ihrer Rede einen direkten Bezug hergestellt zwischen der Alternative für Deutschland und der NSDAP. Herr von Notz, wer solche Vergleiche anstellt, der verharmlost die bestialischen Verbrechen der NSDAP, der verhöhnt die millionenfachen Opfer. Ich will es klar und deutlich sagen. Zusätzlich sind wir massiv durch islamistischen Terrorismus bedroht. 2024 lebten 27.200 Islamisten in Deutschland, 1.660 davon gelten als potenziell terroristisch, inklusive Gefährder, die jederzeit Anschläge verüben können. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn im Bundestag jemand spricht, der nicht auf Ideologie, sondern auf Zahlen und Fakten setzt, dann wird's für die Altparteien unangenehm. Doch statt zuzuhören, wird geschrien, abgewunken oder gestört. Denn eins ist klar, wer nur mit Haltungsparolen regiert, kann gegen Fakten nichts ausrichten. Martin Hess, AfD, nimmt sich Konstantin von Notz vor, und zwar ohne Gnade. Eine Rede, die sitzt, Punkt für Punkt, Zahl für Zahl. Und was bleibt von den Grünen? Nur peinliches Wegducken und hilflose Floskeln. Wer glaubt, man könne die AfD inhaltlich stellen, der sollte sich diese Rede anhören. Dann wird klar, wer argumentiert und wer einfach nur überfordert ist. Wenn du Klartext statt Krawallpolitik willst, dann like das Video, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, zunächst zum Herrn Prof. Dr. Grings. Herr Prof. Dr. Grings, Sie haben hier behauptet, die Begrifflichkeit Herrschaft des Unrechts sei von der AfD-Fraktion ins Leben gerufen worden. Dem ist mitnichten so. Ich belehre Sie gerne. Diese Begrifflichkeit kommt vom CSU-Innenminister Horst Seehofer. Und so viel Mut zur historischen Wahrheit und Korrektheit sollte schon sein. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Kollegen Dr. von Notz. Sie haben hier in Ihrer Rede einen direkten Bezug hergestellt zwischen der Alternative für Deutschland und der NSDAP. Herr von Notz, wer solche Vergleiche anstellt, der verharmlost die bestialischen Verbrechen der NSDAP, der verhöhnt die millionenfachen Opfer. Ich will es klar und deutlich sagen. Das ist nicht mehr überbietbare Niedertracht. Sie sind eine Schande für dieses Haus. Die Sicherheitslage in Deutschland ist desaströs. Im Jahr 2024 wurden über 217.000 Gewaltdelikte registriert, der zweithöchste Stand in 37 Jahren. Besonders dramatisch ist der Anstieg der Messerkriminalität. Und weil der Minister Dobrindt ja der CSU angehört und aus Bayern kommt und Bayern ja als Musterbeispiel für Sicherheit der Union gilt, hier mal ein paar Zahlen. Die Messerkriminalität ist von 2020 bis 2024 in Augsburg um 600%, in Ingolstadt um 300% und in Nürnberg um 237% gestiegen. Wir stellen also fest, auch in Bayern explodiert die Gewaltkriminalität, und auch Bayern kriegt die Lage nicht in den Griff. Zusätzlich sind wir massiv durch islamistischen Terrorismus bedroht. 2024 lebten 27.200 Islamisten in Deutschland, 1.660 davon gelten als potenziell terroristisch, inklusive Gefährder, die jederzeit Anschläge verüben können. Es gilt daher festzustellen, der Staat versagt bei einer seiner wichtigsten Aufgaben, nämlich der Gewährleistung von Schutz und Sicherheit für seine Bürger in einem geradezu historischen Ausmaß. Das ist beschämend. Dieses Versagen kann und darf nicht länger hingenommen werden. Die Hauptursache ist bekannt. 2015 begann die illegale Massenzuwanderung unter Kanzlerin Merkel. Auch CSU-Innenminister Seehofer trug diesen Kurs mit.
Wer daher die Verantwortung für dieses Versagen allein der Ampelkoalition aufbürden will, der betreibt Geschichtsfälschung. Herr Minister, Ihre Union, die CDU-CSU, hat den Grundstein für die heutigen Probleme gelegt. Hätte die CDU-CSU 2015 anders entschieden, wäre Deutschland heute sicher. Und trotz dieser klaren Faktenlage wird immer wieder überwiegend aus dem linksgrün-roten Lager, aber auch von Teilen der CDU behauptet, diese massive Verschlechterung der Sicherheitslage habe nichts mit der Migration zu tun. Die toxische Männlichkeit sei das Problem. Diese Behauptung lässt sich aber durch die erstmals in der Polizei- und Kriminalstatistik dargestellten tatverdächtigen Belastungszahlen eindeutig und unzweifelhaft widerlegen. Ausländische Männer weisen bei der Gewaltkriminalität eine 10- bis 11-mal höhere Kriminalitätsbelastung als deutsche Männer auf. Schlimmer noch, sogar die tatverdächtigen Belastungszahl syrischer, afghanischer und irakischer Frauen ist bei der Gewaltkriminalität höher als die deutscher Männer. Das Problem ist also nicht die Männlichkeit, sondern der Import einer Vielzahl von Menschen mit einem sozialisationsbedingten, völlig anderen Verhältnis zu Gewalt und Kriminalität, die sich sehr häufig auch noch der Integration bewusst entziehen. Und wer das nicht endlich zur Kenntnis nimmt, wer immer weiter abstreitet, verharmlost und relativiert, der versündigt sich an unserem Land und darf nicht länger politische Verantwortung tragen. Die Union gibt jetzt vor, das Problem erkannt zu haben und dem endlich gegensteuern zu wollen. Herr Minister Dobrindt verkündet stolz, man habe 32 Zurückweisungen innerhalb einer Woche vorgenommen. Gleichzeitig ist bei Hochrechnung der bisherigen Zahlen laut Statista mit einer Gesamtzahl von 158.000 Asylantragstellern in diesem Jahr zu rechnen. Herr Minister, 32 Zurückweisungen in einer Woche machen 1.664 im ganzen Jahr. Man darf Ihre Maßnahmen daher mit Fug und Recht als reine Show bezeichnen. Und das ist angesichts des Ernstes der Lage eine bodenlose Unverschämtheit. Sie lassen unsere Bürger im Stich. Wer als Bürger will, dass Deutschland endlich wieder sicher wird, für den führt kein Weg an der Alternative für Deutschland vorbei. Nur wir werden tatsächlich strikte Grenzkontrollen umsetzen und die illegale Massenmigration nicht nur begrenzen, sondern endgültig beenden. Nur wir werden konsequent von Geld auf Sachleistungen umsteigen, um den Hauptanreiz für illegale Migration zu beseitigen. Und nur wir werden rigoros illegal aufhältige und straffällige Ausländer abschieben. Und das ist kein Hass und keine Hetze. Das ist unser Schutzprogramm für Sie, die Bürger dieses Landes. Und dafür stehen wir klar, entschlossen und kompromisslos. Herr Abgeordneter Hess, Sie haben gerade eben den Abgeordneten Herrn Dr. von Notz als Schande für dieses Haus bezeichnet. Das ist unparlamentarisch, diese persönliche Herabwürdigung. Das weise ich zurück hier. Diese Rede von Martin Hess war ein echtes Brett. Keine leeren Phrasen, keine Plattitüden, nur Zahlen, Quellen und Realität. Und genau deswegen reagieren die Altparteien wie immer. Sie stören, sie feixen, sie winken ab, weil sie wissen, dass sie gegen Fakten keine Chance haben. Und was macht Herr von Notz von den Grünen? Er schaut drein, als hätte ihm gerade jemand den Stecker gezogen. Kein Gegenargument, kein sachlicher Einwand, nur das übliche ideologische Gestammel. Das ist der Moment, in dem man merkt, wer Politik für die Bürger macht und wer nur fürs eigene Weltbild kämpft. Martin Hess hat nicht nur aufgedeckt, was im Land schiefläuft, sondern auch gezeigt, wie nackt die Grünen dastehen, wenn man sie mit der Realität konfrontiert. Wenn du auch findest, dass es mehr Klartext im Bundestag braucht und weniger grüne Märchenstunden, dann like das Video, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung unten in die Kommentare. Teile diese Rede, damit jeder sieht, wie inhaltslos die Altparteien inzwischen geworden sind. Und wenn du meine Arbeit unterstützen willst, über Supertanks oder PayPal, der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Denn Politik braucht keine Heuchler, Politik braucht Mut und klare Worte. Und Martin Hess hat genau das geliefert. Bis zum nächsten Mal. Thank you.